Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute, nach einem Jahr und 10 Monaten, ist der Katastrophenfall eingetreten. In diesem Video machen wir mal wieder einen Zeitsprung. Ich bin hier im Paradies auf einer Insel, karibischen Insel in Venezuela. Das ist ein absoluter Traum. Wir haben hier ein Haus mit Pool. Venezuela, Elektrizität und Internet ist nicht so, aber wenn der Strom geht, ist das Internet hier auch gut und ich kann auch was arbeiten. Es ist eigentlich ein Traum. Nur gestern ist mir eine Festplatte abgeraucht. Vorgestern. 5 Terabyte. Und wie ihr wisst, bin ich mit den Videos hinterher ungefähr fast ein Jahr. Weil, naja, es ist halt so, wenn ich jetzt 3 Etappen fahre, sind das 3 Videos. Sagen wir, ich bringe jede Woche eins raus. Dann sind daraus schon 3 Wochen. Und wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, deswegen kommt die Zeitverzögerung zustande. Und natürlich noch schlechtes Internet und so weiter. Deswegen waren da 5 Terabyte Daten drauf. Ich habe versucht, das selber zu reparieren. Es ist wohl ein mechanisches Problem. Dieser Arm, der bewegt sich nicht mehr richtig. Jetzt war ich hier auch im Port La Mar, das ist hier die Stadt auf Isla Margarita, heißt die Insel, wo ich bin. In 2 PC-Reparaturgeschäften. Sie können es weder retten noch reparieren. Die sagen, die Daten sind lost. Mega frustrierend, also richtig schlechte Laune. Aber so 10 Videos fehlen jetzt in meiner Reihe. Das ist schade für euch. Schade für meinen Verdienst, denn ich lebe wirklich mittlerweile total auf Budget. Also das, was ich verdiene, gebe ich nächsten Monat aus. Es geht 0 auf 0 raus jeden Monat. Und wenn ich keine Videos mache, sieht es schlecht aus. Ja, das ist nicht mein einziger Job. Ich arbeite als Deutschlehrer auch online. Aber hier in Venezuela habe ich heute, was ist der 20., den ersten Tag gearbeitet, weil bisher die Internetverbindung oder die Elektrizität zu schlecht waren. Naja. Jetzt muss eben improvisiert werden. Also, was habe ich vor? Ich mache 2 Videos. Einmal die Nordroute der Route 40. Das kommt in diesem Video und im nächsten Video werde ich dann Bolivien und Salar de Uyuni machen. Nach der Salar, da habe ich die Daten auf einer anderen 5 Terabyte Festplatte. Die gibt es dann wieder. Gott sei Dank. Ja, man kann sagen, warum sicherst du das nicht? Ja, aber wo soll ich 15 Terabyte hin sichern? Ja. Hochladen kannst du vergessen. Und ja, ich trage schon 15 Terabyte mit mir rum. Ja, ich hätte vielleicht einfach die Files, ja, ich weiß es nicht, was ich hätte machen sollen. Ja, also, geht los. Im letzten Video bin ich in Cachi angekommen mit dem Frank. Übrigens, der Frank ist jetzt gerade auch hier. Wir haben uns hier vor 3 Tagen wieder getroffen. Er kam aus Kolumbien, ich aus Brasilien. Und wir haben uns jetzt hier an der Karibikküste getroffen. Der repariert, Überraschung, sein Motorrad. Im letzten Video hatte ich angekündigt, dass ich dieses Mal den Zeltplatz zeige in Cachi. Und danach, ja, weil kein Strom oder wenig Strom und es ist immer stressig, finde ich, auf dem Zeltplatz Videos zu schneiden. Das Display spiegelt, man sieht nichts gescheit und so weiter. Und deswegen habe ich den Frank überredet, in ein Zimmer zu ziehen. Der Preis ist dann gestiegen von 2 Euro pro Nacht auf 8 Euro pro Nacht. Argentinien, ja, mit das billigste Land in Südamerika wegen dem schlechten Peso. 8 Euro mit Frühstück, wohlgemerkt. Und dort habe ich dann, wäre ein extra Video gewesen, war schon fast geschnitten, zum ersten Mal alleine die Zündkerzen gewechselt. Und wenn ihr das googelt oder YouTubt, dann seht ihr, die Hunde machen jetzt hier Stress, drüben sind Hunde, wenn hier jemand vorbeiläuft.
machen die Stress. Ja, wenn ihr das googelt, dann seht ihr, dass bei der Teneré der beschissenste Job zu machen ist der Zündkerzenwechsel. Denn man muss alles abbauen, die Seitenteile, den Tank und so weiter. Auf der ersten Reise hatte ich noch einen Zündkerzenschlüssel dabei. Aber jetzt, wo ich das mal gemacht habe, habe ich festgestellt, damit kannst du gar nicht die Zündkerzen wechseln. Du brauchst ein 30 cm Verlängerungsstück, um da überhaupt reinzukommen. Deswegen, ja, wenn man die Sachen mal macht, dann weiß man, was man für Werkzeug man wirklich braucht. Ich habe das dann gewechselt. Es ist ziemlich schwer, diese Zündkerzenstecker runterzubekommen. Es gibt noch so ein Hack, dass man eben also ein Plastikteil an der Seite der Teneré abbaut und dann kann man so reingreifen. Aber das ist dann so stressig, das abzumachen. Ich finde, das ist eigentlich kein Vorteil. Da kannst du auch kurz den Tank runternehmen. Und es ist ja auch so, was heißt kurz? Es ist ja auch so, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, geht es schneller. Also hatte ich das dann alles gewechselt und so, hat alles geklappt und dann habe ich sie angemacht. Ist auch angesprungen, allerdings ist sie dann unrund gelaufen. Ist immer so. Okay, dann habe ich sie an diesem Tag noch 3-mal die Zündkerzenstecker abgemacht und wieder drauf gemacht. Hier nochmal fester gezogen, die Zündkerzen und so weiter. Hat alles nicht geholfen. Es wurde Nacht, ich habe übernachtet und am nächsten Tag habe ich das ganze Ding nochmal auseinandergenommen, die Zündkerzen wieder rausgemacht. Es ist auch so, man braucht auch einen Magnet, um die Zündkerzen rauszubekommen. Ich hatte den Zündkerzenstecker vom Frank benutzt und der ist nicht magnetisch, also kannst du dann losschreiben, aber wenn du ziehst, dann fallen die immer wieder rein und ist so tief, da kannst du nicht reingreifen. Deswegen so mit so einem Magnetstift, oder es gibt wahrscheinlich auch Zündkerzenstecker, die magnetisch sind, kannst du es dann rausziehen. Das muss man alles wissen. Ist auch gut, ist mir natürlich noch nie passiert, aber für eine Wasserdurchfahrt, wenn dir das Ding ins Wasser fällt und die zieht Luft an, dann musst du die Zündkerzen rausnehmen und dafür brauchst du das Werkzeug, sonst kannst du es vergessen. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann die Zündkerzen halt nochmal rausgeschraubt und dann habe ich gesehen, dass oben, da ist ja wie so ein Metallhaken und der war eingebogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die Zündkerzen, ja, ein paar tausend Kilometer habe ich die schon mit mir rumgefahren. Und warum es mir nicht aufgefallen ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls war das verbogen. Und es muss, glaube ich, zwischen 0,8 und 0,9 mm bei der Teneré sein. Kann man im Serviceheft nachschauen, wie weit der Abstand sein muss. Und mit einer Fühlerlehre kann man das wieder hinbiegen. Und naja, das habe ich dann gemacht, eingebaut. Seitdem läuft es. Bevor ich aber in Cachi losgefahren bin, habe ich noch eine skurrile Sehenswürdigkeit dort angeschaut, und zwar Ofni Puerto, ein UFO-Hafen. Ein Schweizer, Werner Jeisli, hat dort an meinem Geburtstag, zufällig 2008, eine UFO-Sichtung gehabt, und die sind so über ihn geflogen und haben dann so einen Lichtkegel gemacht und haben ihm telepathisch befohlen, diesen UFO-Hafen dort zu bauen. Das ist die Geschichte dazu und das hat er dann gemacht. Es ist wie so eine Kunstanlage und er hat so riesige Sterne auf dem Boden gemalt und so weiter. Und das ist eben eine Attraktion jetzt. Und man kann auch Aufkleber kaufen und T-Shirts in der Stadt von Aliens und so weiter, weil da eben mit Tourismus jetzt gemacht wird. Von Cachi aus bin ich dann alleine losgefahren, weil Frank ist zurück nach Salta gefahren damals, die Route 40 hoch. Das ist die alte Route 40. Es gibt mittlerweile eine andere, weiter im Inland, die ist asphaltiert. Das ist die normale Straße. Und ja, dieses letzte Stück der Route 40, das nördlichste Stück, ist das, finde ich, schönste Stück, spektakulärste Stück, auch fahrerisch schwierigste Stück. Die Leute scheuen sich da zu fahren. Deswegen gibt es ja auch die andere Straße. Das ist quasi nur noch ein Abenteuer, eine Abenteuerstraße. Und das nächste Stück ist gleich ein sehr spektakuläres, denn es geht über den Abra el Akay. Es ist der höchste Punkt der Route 40 und einer der höchsten Pässe, befahrbaren Andenpässe überhaupt. Oben steht ein Schild, aber es ist so, dass das ein altes Schild ist. Der ist nicht genau vermessen, also manche sagen auch, der ist über 5000 Meter hoch. Wenn du die Argentinier fragst, die sagen, es ist der höchste Andenpass überhaupt. Ja, es gibt noch ein paar andere, die ähnlich hoch sind. Ja. Und ja, es ist Offroad, es ist nicht so einfach. Man kann diesen Pass nicht zu jeder Jahreszeit fahren. Wenn es regnet,
schwierig. Und es gibt da auch irgendwie, weiß ich nicht, 10 Flussdurchfahrten und so weiter. Es war alles machbar, es war also natürlich durch die Geschichten und so hat man einen riesen Respekt, wenn man da hochfährt. War oben halt brutal kalt, brutal windig. Dann danach geht's so Serpentinen runter Richtung San Antonio de los Cobres. Die Berge sind kupferhaltig, deswegen Cobres, heißt Kupfer. Das liegt auf 4000 Meter und auf diesen Serpentinen habe ich dann angehalten in so einer geschützten Ecke, habe ein paar Fotos gemacht, spektakuläres Gebiet. Ja, da springen die Lamas rum. Und ja, dieses Altiplano, also diese Hochebenen, das ist das argentinische Altiplano, spektakulär. In San Antonio de los Cobres ist dann Frank wieder zu mir gestoßen. Was gibt's da? Eigentlich nicht viel, das ist wie oft in den südamerikanischen Städten. Die Städte sind nicht das Highlight. Und was interessant ist, es gibt da eine Zugstation, es gibt ja hier fast überhaupt keine Züge in Südamerika. Aber es gibt diesen Tren de los Nubes. Also der Zug über den Wolken. In Salta startet der, auch einer der höchsten Züge der Welt. Der geht halt über die Anden nach Chile. Mittlerweile ist es nur noch ein Tourizug oder hauptsächlich. Und der hat halt so riesige Viadukte dann. Das kommt dann auch noch weiter am nächsten Tag, wenn wir die Route 40 weiter hochfahren. Viadukte, wo der dann so drüber fährt, spektakulär. Und der fährt eben teilweise über den Wolken. Und da ist eben eine Zugstation, da kann man sich das ein bisschen angucken und so weiter. Ist alles ein bisschen, wie sagt man, verfallen, ist vielleicht also nah am Verfallen, ja, aber ist trotzdem cool. Und dann, also die Route 40, das ist dann wirklich, wird immer sandiger, schwieriger. Ich habe mir dann schwer getan an dem nächsten Tag. Man hat manchmal so, oder ich habe manchmal so Tage, da läuft es nicht so gut. Da fährt man mit Angst und wenn man mit Angst fährt, dann ist nicht so gut. Es ist halt Sand, rutscht die ganze Zeit rum, tiefer Kies und so weiter. Aber spektakuläre Landschaft, gibt so riesige Felsen und so fährt man durch. Und es ist eben diese Nordroute, dann ist halt auch kaum Verkehr, keine schweren Motorräder. Also meins ist da schon das ultraschwere Motorrad. Und ja, super, 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 super schön. Bis Susques bin ich dann gefahren. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, in Susques war ich schon mal, als ich über die Anden gekommen bin von Chile, den Paso del Jama. Da bin ich über die Asphaltstraße gegangen, aber die Asphaltstraße kommt so und die Route 40 kommt von Süden und die ist eben unasphaltiert und die treffen sich eben in dieser Stadt. Da haben wir dann, Frank und ich, nochmal übernachtet und sind am nächsten Tag nach einer Tankstation an dieser spektakulären Tankstelle dort weiter nach Norden gefahren. Und es wird immer spektakulärer, also es ist wirklich ein absolutes Super-Highlight. Deswegen ist es ja auch umso trauriger, dass ich diese Aufnahmen jetzt nicht habe. Es ist eines der ganz großen Highlights für mich gewesen bisher in Südamerika. Wir sind in eine Stadt namens Cusi gefahren. Und es war auch so, an so einem Flamingosee habe ich die Drohne fliegen lassen. Da waren dann so Vögel, die haben die Drohne attackiert. Also es war dann auch so, da habe ich sie schnell gelandet, da habe ich auf so einem Stein gelandet, dann ist sie runtergefallen und diese 249 Gramm
Drohnen, die sind so fragil, sind direkt 2 Rotoren abgebrochen. Es sind ja Ersatzrotoren dabei, wenn man das, wie sagt man bei DJI, heißt das glaube ich Fly More Pack. Ich habe eine Outel-Drohne, ist ein bisschen anders, aber es ist das gleiche in grün oder in orange in meinem Fall. Ja, aber das hatte ich jetzt schon öfters, das Drohnefliegen in Südamerika ist oft nicht so einfach, denn entweder der Wind ist zu stark, die Höhe macht Probleme oder Vögel greifen die Drohne an. Das hatte ich da zum ersten Mal. Und auf dem Weg nach Cusi Cusi, da biegt man noch so ab von der Ruta 40. Da gibt es dann wieder ein Mondtal, Valle della Luna, auch wieder ein absolutes Naturhighlight. Wir sind angekommen in Cusi Cusi, haben eingecheckt, Zimmer mit eigenem Bad für 3,7, das sind 12 Euro. Gibt auch noch ein Abendmenü für 3 Euro. Und witzig ist, hier gibt es es gibt natürlich keinen Mobile-Empfang und nirgendwo Wi-Fi, aber hier auf dem Platz hinter mir, das ist der zentrale Platz in dem Dorf, da gibt es Wi-Fi. Deswegen sitzen hier die Leute rum. Am nächsten Tag ging es dann auf das letzte Stück der Route 40. Ein erhebendes Gefühl. Ich war am Nullpunkt, bin diese Straße hochgefahren. Nicht komplett, aber 1000 Kilometer habe ich ausgelassen, weil ich dann über die Atacama-Wüste gefahren bin. Aber sonst, die berühmten Stücke habe ich alle gemacht. Die verdammten 73, die 7-Seen-Route und so weiter. Es gibt da 5000 Kilometer, gibt es einige Highlights. Es gibt aber auch lange Strecken, das muss man dazu sagen, wo es einfach nur asphaltiert geradeaus geht. Und halt brutaler Wind teilweise. Das ist wirklich, du kannst, wenn du zu langsam fährst, dann haut's dich um, stehen bleiben kannst du nicht, haut's dich um. Oder wenn du schneller als 70 fährst, dann zieht's dich so von der Straße. Also man muss wirklich aufpassen. Ich hatte 2 Situationen, wo ich Glück hatte, dass es mich nicht von der Straße gehauen hat. Einmal bin ich über so eine Brücke gefahren, da hat es mich dann so rübergedrückt und gerade war der Kalender fertig, sonst hätte es mich da an den Kalender geklatscht. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie stark da der Wind ist. Es gibt ja diese Windwarnschilder auch, also berühmt. Ich weiß nicht, wie die Guanacos, die heimischen Lama-Art, die da lebt, das macht. Die wohnen ja da. Denen scheint es nichts auszumachen. Jedenfalls das letzte Stück. Da wird dann bei iOverlander eine App auf dem Handy für Leute, die mit dem Auto oder mit dem Motorrad reisen und eben auch weit abseits des Beaten Tracks, wie man sagt, reist. Und da ist dann so, das ist die gefährlichste Wasserdurchfahrt Südamerikas und super gefährlich, super schwierig und so. Ich habe natürlich dann schon Schiss. Das ist oft so, wenn man irgendwie zu viel recherchiert, dass man dann mega Schiss hat, aber hier ist auch sehr viel jahreszeitenabhängig, wetterabhängig und viele Leute, es ist immer so wie bei Anglern, die haben nicht so einen Fisch gefangen, sondern der Fisch war dann 1,50 Meter oder 2 Meter. Deswegen möchte ich sagen, dass bei uns überhaupt kein Wasser war. Und also wir sind dann durchgefahren und dann war es so, oh, das war's schon. Hier hätte es wäre es gewesen. Aber man fährt halt auch dann durch so einen Canyon durch, auch super spektakulär. Habe ich auch nochmal die Drohne fliegen lassen. Super schön. Und dann kommt man an die Grenze zu Bolivien an. Es ist die Grenzstadt. Sie heißt in Argentinien La Quiaca. Also die Städte haben oft diese indigenen Namen. Und da gibt es dann so ein Schild. Sie haben die Route 40 beendet, 5080 Kilometer, da kleben hunderte Aufkleber rum. Meiner klebt da auch natürlich und ein paar Fotos gemacht mit dem Frank. Und dann haben wir uns da im Hostel einquartiert. Die Stadt ist, also die muss man nicht kennen, also da ist nichts Schönes irgendwie. Das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist halt auch wieder so eine Siedlung. Und Frank versucht sein Motorrad zu starten. Ihr hört das vielleicht. Und ja, da haben wir uns aber in einem Hostel einquartiert. Das war, ich glaube, es hat 2,50 Euro am Tag gekostet mit Frühstück und es war richtig geiles Zimmer und so. Also das Hostel ist sehr, sehr toll da. Und Frank ist dann nochmal runtergefahren, diese andere asphaltierte Straße. Und da kann man halt auch links und rechts rausfahren und Offroad-Tracks und so machen. Aber ich hatte gesagt, fast ein Jahr Argentinien und Chile reicht mir. Ich will jetzt nach Bolivien.
Das möchte ich aber im nächsten Video erst zeigen. Was kann ich allgemein sagen? Vielleicht ein paar Informationen, die ich sonst so bei diesen täglichen Etappen vielleicht nicht gebe. Für Südamerika-Anfänger, Chile ist das beste Land. Es ist geregelt, es gibt kaum Chaos. Die Leute fahren gesittet Auto, also für südamerikanische Verhältnisse. Es ist wohlhabendes Land, die Infrastruktur ist gut. Es ist halt auch teuer, und man kriegt alle Ersatzteile und so, wenn man was besorgen muss und so weiter. Chile ist der Ort. Ja, dann kann man runterfahren eben nach Patagonien. Carretera Austral sind zwar irgendwie 850 Kilometer Schotter, circa, aber als ich einen Amerikaner dort getroffen habe, der hat gesagt, das sind die einfachsten Offroad-Pisten Südamerikas. Ja, das ist eben eine gute Übung. Argentinien, ich bin ja im Winter runtergefahren, das sollte man vielleicht nicht machen, würde ich nicht empfehlen. Also es ist zu kalt. Ihr habt es ja gesehen, Schnee und Eis auf der Piste. Ich habe auch da wirklich 3 Monate lang, da ist kein Motorradfahrer. Ich rühme mich natürlich damit jetzt, dass ich im Winter durch Patagonien gefahren bin, was sonst keiner gemacht hat. Aber es gibt halt auch einen Grund, warum es keiner macht. Das ist schon hart. Und halt gerade Argentinien, wenn man dann, Feuerland ist schon karg, also es gibt halt Ushuaia und sonst, dann gibt es da so ein paar Berge, ansonsten ist es flach, da ist nichts. Und danach fährt man halt durch Argentinien, da gibt es 2, 3 Highlights, Calafate, Fitzroy, Bariloche. Ja, ich bin ja noch an die Küste gefahren, Insel Valdez, Halbinsel Valdez. Aber ansonsten sind da halt tausende Kilometer Pampa, da ist nichts. Da gibt es nichts zum Aufwärmen, alle paar 100 Kilometer gibt es halt eine Tankstelle, aber da kannst du auch nicht reingehen oft und dich irgendwie aufwärmen. Ja, manchmal schon, aber das ist halt, da ist einfach nichts. Das ist halt schon, also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder nach Patagonien runterfahre, aber auf keinen Fall im Winter. Und ich glaube, ich würde dann auch in Chile runter und in Chile wieder hochfahren und dann immer nur rüberfahren nach Argentinien zu den Highlights. Weil, ja, das ist einfach, da ist mir zu viel nichts. Auch dieser Wind, wenn du da zeltest und so, da wirst du ja auch weggeblasen. Ansonsten Benzin, kein Problem, sowohl in Argentinien als auch in Chile. Argentinien ist super günstig, weil der Peso total in den Keller rauscht. Es gibt den Blue Dollar, man kriegt doppelt so viel Geld, wie es der offizielle Wechselkurs ist. Schwierig ist es mit Ersatzteilen und so. Ist Import von irgendwie ausländischen Waren in Argentinien ist schwierig und das ist alles extrem teuer. Ja, also ein Reifensatz für 400 € ist ein normaler Preis. Und viele Sachen kriegt man halt auch gar nicht. Und ja, ich bin halt auch noch in der Pandemie runtergefahren, da konntest du auch nicht über die Grenzen hin und her. Das kannst du jetzt. Jetzt kannst du halt einfach hinter Chile hin und her fahren, Chile und Argentinien. Und es gibt dann natürlich zig spektakuläre Andenpässe. Asphaltiert gibt es, glaube ich, nur 2. Unasphaltiert gibt es sehr viele. Ja, wenn ihr noch Fragen habt dazu, beantworte ich die gerne. Und würde dann sagen, im nächsten Video machen wir dann im Schnelldurchlauf den Grenzübertritt und die absolut sehenswerte Salar de Uyuni, der Salar de Uyuni, Salzsee, Salzwüste, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, Bolivien, eine große Liebe von mir geworden. Darauf kann ich schon mal vorausblicken und dann möchte ich mich noch bedanken für die Unterstützung bei MKick. Vielen, vielen Dank. Ja, in den 10 Videos, ich habe natürlich das alles schon eingesprochen, bei wem ich mich bedankt habe und so für die Unterstützer. Das ist jetzt alles weg. Es tut mir sehr leid. Normalerweise schreibe ich mir das immer auf und es dauert dann halt ein Jahr, aber ich benenne jeden und so. Und ich möchte mich jetzt allgemein bedanken. Vielen, vielen Dank. Es tut mir sehr leid, ich habe die Namen jetzt nicht mehr. Ich behalte die Festplatte, wenn ich in irgendeiner großen Stadt irgendeinen Spezialisten finde, der mir die Daten retten kann. Dann mache ich die Videos auch noch irgendwann, weil es eben so spektakulär ist. Und ja, tut mir leid, so ist es beim Reisen. Es ist ja eine 3-Monats-Reise, da musst du nichts mitnehmen oder nichts, da passiert nichts. Aber umso länger man reist, die Sachen werden älter, die Sachen gehen kaputt, man muss es nähen. Sachen sind hier sehr teuer zu bekommen, Sachen aus USA oder aus
Europa. Man muss große Einfuhrzölle bezahlen, plus den Versand und es steckt dann monatelang im Zoll. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich bin halt auch pleite, ich kann mir kein Equipment irgendwie leisten. Ich muss damit leben, mit dem ich habe, mit was ich habe und improvisieren. Aber das ist die Kunst des Abenteuers. Das war's damit. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auf Wiedersehen aus dem Paradies der Karibik, Venezuela. Ciao, ciao.